Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir ein geschnetzeltes nach Zürcher Art, also kein richtiges Züricher geschnetzeltes, denn ich verwende Schweinegeschnetzeltes und koche mein geschnetzeltes Zürcher Art ohne Wein. Wie ich das Ganze zubereite, na das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige schnelle Sonntagsrezept benötigt ihr 400 Gramm weiße Champignons, 400 Gramm Schweinegeschnetzeltes, eine fein gewürfelte Zwiebel, ca. 1 Esslöffel Mehl und 250 Milliliter Sahne. Gewürzt wird ganz einfach nur mit Salz und Pfeffer, ganz klassisch. Und mehr braucht es auch nicht. Das Gericht dauert ca. 20 Minuten in der Zubereitung. Zuerst braucht ihr ein hitzebeständiges Öl. Ich habe hier ein Sonnenblumenöl genommen, es geht aber auch Rapsöl oder Butterschmalz. Das erhitzt ihr auf höchster Stufe. In das heiße Öl gebt ihr dann das Geschnetzelte. Es sollte nicht zu lang braten, deshalb brauchen wir eine hohe Temperatur, um es schön kross und braun von außen zu bekommen. Das Geschnetzelte bratet ihr jetzt maximal für 4 bis 5 Minuten richtig kräftig an. Zwischendurch immer mal kurz durchrühren, damit es euch nicht verbrennt. Und wenn das Fleisch, so wie hier, richtig schön gut angebraten ist, dann würzen wir es mit Salz und Pfeffer. Ich habe es vorher ganz bewusst nicht gewürzt, damit das Fleisch kein Wasser zieht. Das empfehle ich euch bei so kurz gebratenen Sachen generell. Salz und Pfeffer oder andere Gewürze erst, wenn das Fleisch dann richtig angebraten ist. Das rühren wir jetzt natürlich einmal richtig gut durch, damit die Gewürze auch überall an das Fleisch drankommen. Und dann nehmen wir das Fleisch aus dem Topf erstmal heraus und stellen es dann beiseite. In denselben Topf geben wir jetzt unsere Champignons. Die habe ich nur geviertelt. Man kann sie, wenn man möchte, auch in Scheiben schneiden, aber ich finde es so rustikal deutlich besser. Und da nicht mehr genug Öl im Topf ist, gebe ich jetzt noch ein bisschen Öl dazu. Bei den Champignons ist es genau andersherum wie beim Fleisch. Hier wird sofort mit Salz und Pfeffer gewürzt. Denn das Salz, das sorgt jetzt dafür, dass die Pilze ihr Wasser verlieren. Und diesen Effekt, den wollen wir erreichen. Denn die Pilze, die sollen ja später nicht schwammig und wässrig schmecken. Jetzt erstmal wieder alles richtig schön miteinander verrühren, damit das Salz auch an alle Pilze gut drankommt. Die Pilze habe ich jetzt circa für 5 Minuten angebraten und wie man sieht, es bleibt dann nicht mehr so viel von den Pilzen übrig, da sie ihr Wasser verloren haben. Jetzt geben wir die klein gewürfelte Zwiebel dazu und lassen sie nochmal für 1 bis 2 Minuten schön mit anschwitzen. Da die Zwiebeln hier sehr klein geschnitten sind, werden sie auch sehr schnell glasig. Jetzt wird das Ganze mit ca. 1 Esslöffel Mehl bestäubt. Das sorgt später für die Bindung in unserer Soße. Das Mehl, das rühren wir jetzt einmal schön in das Fleisch und die Pilze ein. Das Ganze rührt ihr jetzt so lange, bis von dem Mehl nichts mehr zu sehen ist. Und nun wird das Ganze mit der Sahne aufgegossen. Und jetzt wird einmal richtig schön durchgerührt, damit die Gewürze vom Fleisch und den Champignons auch in der Soße ankommen. Das Ganze muss jetzt zum Kochen gebracht werden. Und wenn es anfängt zu kochen, geht das Ganze wirklich super schnell. Die Soße dickt richtig schön schnell an und wird richtig schön cremig. Das Ganze sollte jetzt noch mal gut 4 Minuten so vor sich hin köcheln. Dabei solltet ihr unbedingt gelegentlich umrühren. Nun wird noch mal final mit Salz und natürlich ein bisschen Pfeffer abgeschmeckt. Sieht das nicht super cremig aus? Da bekommt man doch direkt Lust zu essen. Die Gewürze rühren wir jetzt einmal in das Gericht richtig schön ein und dann solltet ihr natürlich noch mal abschmecken. Meins ist jetzt perfekt
Deshalb kann ich es jetzt so lassen. Ansonsten würzt ihr nochmal nach. Wir essen das Zürcher Geschnetzeltes traditionell sehr gern mit Pasta. Deshalb richte ich es hier auf meiner Pasta an. Es passt aber auch hervorragend zu Reis oder Kartoffeln. Ja, und hier ist es schon, das super leckere Endergebnis. Cremiges, geschnetzeltes Zürcher Art auf der Pasta. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!